Radfahren kann fast jeder, keine Frage. Das Rad richtig zu beherrschen ist aber bei weitem nicht so einfach. Zwei Profis geben dir heute wertvolle Tipps für deine Fahrtechnik. Fürs Biken im Gelände, aber auch für Stadt und Straße. Der Mann, der hier gerade vor die Kamera gerauscht ist Fahrtechniktrainer Sascha Bamberg. Ihm zur Seite Dr. Kim Tufaude, Fahrradergonom, Bikefitter und Ex-Mountainbike-Profi. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute dabei seid. Hallo Volker. Hallo Volker, hallo zusammen. Ja Sascha, warum sollte auch ich vielleicht ein wenig an meiner Fahrtechnik arbeiten? Ja, normalerweise, wie gesagt, komme ich aus dem Mountainbike-Bereich, aber ich erlebe es auch im Stadtverkehr. Ich bin ja auch oft in der Stadt unterwegs, dass die Leute einfach auf dem Rad unsicher wirken, dass sie nicht sich richtig wohlfühlen vielleicht auch. Natürlich finde ich es gut, dass auch Leute wie zum Beispiel meine Mutter mit dem E-Bike jetzt endlich wieder Rad fahren können, weil es sonst nicht möglich gewesen wäre. Und deswegen ist es auch eine tolle Erfindung. Aber so viele Leute haben halt lange nicht auf dem Rad gesessen, kaufen sich jetzt irgendwie ein Fahrrad, sind damit aber nicht so hundertprozentig sicher unterwegs. Und deswegen sollte man einfach ein bisschen was daran arbeiten. Kim, also Fahrtechnik, höre ich da raus, das sind nicht nur Tricks, die man dann irgendwann können kann. Ja, das war natürlich ein cooler Stunt hier vom Sascha, aber vor allen Dingen erhöht es die Sicherheit für jedermann. Es ist statistisch auch mittlerweile bewiesen, dass E-Biker gefährlicher leben und das hängt natürlich mit der Technik zusammen. Man hat höhere Geschwindigkeiten, das Rad ist viel schwerer und wenn ihr das Rad besser unter Kontrolle habt, dann fahrt ihr einfach auch mit viel, viel mehr Spaß. Also damit kann jetzt auch jeder Radfahrer, glaube ich, was anfangen, auch wenn er nicht regelmäßig im Wald unterwegs ist, sondern ganz normal zur Arbeit fährt oder was auch immer. Ja Sascha, wie trainiere ich Fahrtechnik? Womit fange ich an? Man fängt natürlich mit ganz simplen Sachen an. Ne? Man muss ja erstmal eine vernünftige Position auf dem Rad kriegen. Dafür macht man Balanceübungen, sodass man auch mal eine Hand vom Lenker nehmen kann. Weil im Straßenverkehr muss man ja auch, wie man im Auto den Blinker setzt, muss man den Arm rausnehmen. Und wenn man dann wackelig unterwegs ist halt nicht so gut. Dann kann man weitermachen mit Kurventechnikübungen, dass man vernünftig um Kurven rumkommt, vernünftiges Anhalten, vernünftiges Losfahren, bis hin dann zu kleineren, actionreicheren Dingen schon, wie dann mal eine Bordsteinkante rauf oder runterfahren. Übungen, die man dann nachher auch mit ins Gelände nehmen kann. Wollen wir einfach mal mit Balanceübungen beginnen? Was meinst du? Wie gesagt, wäre für mich der Anfang. Machen wir das doch. Bitte schön. Okay, los geht's. Sascha ist am Start für die erste Balanceübung und hat sich hierfür eine gerade Linie gesucht. Sascha, bitte. So, um möglichst viel Bewegungsfreiheit für die Balance zu kriegen, habe ich den Sattel abgesenkt, bin aus dem Sattel aufgestanden, sehe jetzt zu, dass ich langsam auf meine Linie komme. Ganz wichtig, immer in einem möglichst gleichmäßigen Abstand nach vorne zu gucken und dann durch leichte Lehnungen des Fahrrades versuchen, das Fahrrad auf der Linie zu halten. Ja Sascha, langsam geradeaus fahren hört sich einfach an, ist aber alles andere als einfach, ganz offensichtlich. Definitiv, dafür muss man halt auch viel Geduld haben, weil sonst sieht man schon, dass man ganz schnell anfängt zu eiern. Aber es ist halt eine perfekte Übung, um das Gleichgewicht auf dem Fahrrad zu kriegen. Ja, und die Linie kann man sich ja beliebig suchen, wo man möchte. Leicht bergab ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Genau, Ne? leicht bergab ist super Ja. und sie muss nicht unbedingt so dünn sein, wie sie das hier ist. Man kann auch ein bisschen breitere Bordsteinkante nehmen und dann ist das auch ein bisschen einfacher. Thema Balance, hast du noch eine weitere Übung auf Lager? Natürlich, gibt genug Übungen. Wir können das Ganze jetzt mal versuchen, dass wir auch möglichst gerade ausrollen und dann mal versuchen, wie man es im Straßenverkehr auch tun muss, einfach mal die rechte Hand wegzunehmen und die linke Hand wegzunehmen. Das kann man üben im Sitzen, kann man aber auch üben im Stehen. Ja, und damit dem Kim hier nicht langweilig wird, würde ich sagen, der kann doch sowas auch ganz gut. Zeig der uns Kim, doch mal, mach wie mal. das geht, oder? Genau, gute Idee. Er startet, Ja. dynamisch. Gucken wir mal, wie er das macht hier. Sieht schon sehr konzentriert aus, sehr gut. Er versucht es auch sehr langsam, was natürlich auch nicht einfacher ist, aber natürlich für die Balance-Steigerung sehr gut ist. Genau, nochmal die linke Hand. Ja, eine Sache, die man also gerade auch in der Stadt sehr gut brauchen kann. Ja, definitiv. Ja, auf genau, jeden- das kann auf man jeden nicht nur im Fall. Gelände gebrauchen, das kann nachher Ja. vor allem derjenige in der Stadt gebrauchen, der mal einen Arm vom Lenker nehmen muss. Sascha, Fahrtechnik, wie machen wir weiter? Gibt natürlich ganz viele Übungen, aber was auch ganz wichtig ist oder für mich sehr wichtig ist die Kurventechnik. Weil Kurven gibt es überall, egal ob im Ja. Straßenverkehr oder vor allem auch im Gelände. Und wenn man nicht ordentlich um die Kurve rumkommt,
dann braucht man sich auch über das danach oder davor nicht so viel Gedanken machen. Ja, hast du absolut recht. Weiter geht's. Los geht's, okay. Kurvenfahren kann richtig viel Spaß machen, wenn man weiß, wie es geht. Sascha, was hast du uns mitgebracht? Ja, weil wir hier natürlich nur einen geraden Weg haben und eine runde Kurve trainieren wollen, habe ich mal ein paar Hütchen eingepackt. Die hat man so als Fahrtechniktrainer immer dabei. Stattdessen kann man natürlich auch einfach ein paar Handschuhe, Rucksäcke, Steine, Stöcke oder was weiß ich nehmen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit der simplen Kurventechnik an, die man Okay. auch so im Straßenverkehr gebrauchen kann. Die Kurventechnik im Sitzen. Und zwar fangen wir an, dass wir vor der Kurve unsere Geschwindigkeit bestimmen, unsere Linie suchen und dann in der Kurve möglichst mit der Blickführung weit nach vorne arbeiten, sodass wir möglichst früh alles realisieren können und dann zusehen, dass wir einfach das Fahrrad mit den Armen ein bisschen in die Kurve reindrücken. Der kurveninnere Arm drückt das Fahrrad ein bisschen rein, der kurvenäußere Arm sichert den Druck, dass das Vorderrad nicht wegrutschen kann. Ja, Kim zeigt uns jetzt die einfache Variante, wie du gesagt hast. Wie sieht das Ganze aus für Fortgeschrittene? Genau, natürlich, wenn wir jetzt ins Gelände gehen und ein bisschen mehr Geschwindigkeit mit um die Kurve bringen wollen, dann brauchen wir die Advanced Kurventechnik oder wie man sie nennen möchte, die Sportkurventechnik, die man dann im Stehen ausführt. Und im Stehen haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten. Im Stehen kann ich zusätzlich mein Rad noch viel mehr in die Kurve reinneigen. Ich kann meinen Oberkörper zusätzlich drehen. Und wenn das alles gut läuft, kann ich zusätzlich auch noch die Fußstellung wechseln, sodass, wenn das kurvenäußere Pedal nach unten geht, ich viel zentraler über dem Rad stehe, es so viel besser kontrollieren kann und natürlich auch als zusätzlichen Bonus mit dem kurveninneren Pedal, falls da jetzt Steine oder Wurzeln wären, nicht so schnell aufsetzen kann. Das sollten wir uns mal live angucken. Genau. Kim, demonstriere uns das nochmal. Man sieht jetzt, ne, er bestimmt vorher seine Geschwindigkeit, drückt das Fahrrad richtig schön dynamisch rein, dreht den Oberkörper in die Kurve rein, mit der Blickführung zusammen in Kombination. Und Kim hat es natürlich schon drauf und deswegen wechselt er jetzt auch schon die Fußstellung, sodass er das Rad richtig schön mit Kontrolle in die Kurve reingedrückt kriegt. Ja, zum Thema Kurven weiß ich jetzt zumindest theoretisch, wie es geht. Wenn ich weiter an meiner Fahrtechnik feilen möchte, was kommt so als nächstes von dir als Tipp? Ja, jetzt natürlich der Punkt, wir haben hier eine schöne Kurve trainiert, die war jetzt immer links rum. Das Ganze kann man dann natürlich auch rechts rum trainieren, weil es gibt sowohl links als auch rechts Kurven. Und um beides in einem zu trainieren und das Ganze mit der Balanceübung, die wir ja auch schon erlernt haben, zu kombinieren, würde ich sagen, bauen wir mal einen kleinen Hütchenslalom auf. Dann kann man nämlich auch den Kurvenwechsel, Linkskurve und Rechtskurve, alles in einem trainieren. Ja, schöne Idee, mach mal. Ja, genau, ich leg mal los hier. So, der Hütchenslalom-Parcours steht und Sascha wird uns jetzt zeigen, worauf wir zu achten haben. Genau, fangen wir mal an. Das Wichtigste hier ist natürlich, dass wir schön mit der Blickführung arbeiten und den Blick von links nach rechts wechseln, um uns nicht zu überlisten. Und zack, sind wir schon hier unten. Sehr schön das. Kim würde uns das Ganze jetzt nochmal demonstrieren. Erst mit der simplen Kurventechnik, wo die Füße auf einer Höhe bleiben. Und wenn das gut läuft, dann kann man auch die Fußstellung wechseln, um noch mehr Dynamik reinzubringen und noch schneller den Kurvenwechsel vollziehen zu können. Das sieht sehr gut aus, ich werde das mal probieren. Aber das ist ja jetzt ziemlich eben hier, der Weg, den du ausgesucht hast. Im Wald kann es aber vorkommen, dass durchaus mal das eine oder andere Hindernis im Weg ist. Das hast du gut erkannt. Natürlich haben wir jetzt hier einen ebenen Weg zum Trainieren benutzt. Aber im Gelände gibt es ganz viele verschiedene Hindernisse, die man auch zu bewältigen hat. Ja, wenn dich das interessiert, würde ich sagen, dann suchen wir uns mal eins und probieren das mal aus, oder? Genau so machen wir das. Können wir das auch mal erörtern. Wir haben jetzt eine Geländekante gefunden. Sascha wird uns zeigen, worauf zu achten ist. Kim, magst du dazu was sagen? Also der Sattel ist unten, die Füße werden gleichmäßig parallel aufgestellt, das Gewicht wird beim Runterfahren nach hinten verlagert, die Arme werden gestreckt und dann kann man gut überrollen. Ja, Hindernisse gibt es ja auch in der Stadt, so für mich, wenn ich unterwegs bin. Worauf ist da zu achten? Kann ich da was verwenden jetzt von den Tipps? Ja, ich meine die Bordsteinkante runter, das kann man genauso machen, dass man das Vorderrad schön entlastet, dass man beim Runterfahren dann sich nicht überschlägt. Und ich sag mal, wenn man jetzt auch über eine Wurzel rollt, kann man diese Technik auch anwenden. Sascha, du bist ja so richtig schön flüssig hier eben unterwegs gewesen. Wie machst du das? Ja, es ist natürlich ganz wichtig, selbst wenn man ein E-Bike hat, was einen unterstützt, dass man sich immer Gedanken über seine Gänge macht, sodass man immer den richtigen Gang drin hat, um in den richtigen Momenten dann halt auch
Gas geben zu können. Kannst du uns das mal genauer zeigen? Ja, natürlich, vor allem am Berg oder was weiß ich, da ist es ja ganz wichtig. Genauso wie an der Ampel im Straßenverkehr. Ja, fahren wir mal rüber. Ja, machen wir das doch. Gucken wir uns das an. Ich bin jetzt mit Kim und Sascha hier im Wald. Die beiden Jungs sind da hinten und werden uns jetzt zeigen, wie wir richtig schalten. Ja, also, jetzt zeigen wir mal, wie man richtig schaltet oder wie man es halt auch nicht tut. Wenn man vergisst, vorher zu schalten, dann kann auch selbst der Motor einen nicht mehr retten. Aber wenn man intelligent schaltet, wie der Kim das gerade macht, kommt man auch ganz easy den Berg hinauf. Dann ist das alles gar kein Stress. Ja, Sascha, klasse. Nun weiß ich auch das. Ja, Was mich noch interessiert jetzt ist, berghoch, klar, muss ich ein bisschen vorausschauen und denken, was ist bergab? Gibt es da auch Tipps fürs richtige Schalten? ja, richtiges Schalten ist halt schwierig zu sagen, aber man sollte auch bergab immer drüber nachdenken, welchen Gang man drin hat, sodass, wenn man dann irgendwann mal reintreten möchte, dass der Gang nicht zu leicht ist und man bei einem zu leichten Gang nicht ins Leere tritt und dann eventuell mit dem Knie gegen den Lenker kommt und sich dabei wehtut oder so. Deswegen immer im Hinterkopf behalten, welchen Gang man gerade drin hat, dass es passt. Kim, drüber nachdenken, welchen Gang man gerade drin hat. Gilt das auch für die Stadt, wenn ich bin zum Beispiel nicht sehr oft im Wald unterwegs? Ja, ich meine, das kennt auch jeder. Ne? Man fährt so richtig mit Speed, muss dann an der roten Ampel anhalten, hat den dicken Gang drin und dann kommt man kaum von der Stelle und die Ampel ist schon wieder auf Rot, bevor man eigentlich weggekommen ist. Also da braucht man das auch und das schont auch die Gelenke. Also schaltet auch und denkt dran, immer in den richtigen Gang rechtzeitig zu wechseln. Sascha, als du eben hier runtergerauscht bist, ist mir gleich noch was eingefallen. Nächste Frage an den Fahrtechniktrainer. Bremsen, auch nicht unwichtig. Natürlich nicht unwichtig. Und wie wir es vorhin schon, oder was ich vorhin schon erzählt habe, bei der Kurventechnik sollte man auch vor der Kurve bremsen, dass man dann in der Kurve die Bremse aufmachen kann. Genau wie man es jetzt hier gesehen hat. Man kommt Ja. mit viel Schwung den Berg runter, muss gekonnt bremsen, dass man dann für die Kurve die Bremse wieder aufmachen kann. Dabei mussten wir jetzt hier noch intelligent schalten, damit wir auch wieder raufkommen. Aber klar, intelligentes Bremsen und vor allem mit den Bremsen richtig umgehen, mit Vorderrad- und Hinterradbremse, sollte man auch können. Damit Hast du nichts Lust, uns schief das geht. noch ein bisschen genauer zu zeigen? Klar, warum nicht? Kein das wieder, Problem. Ja, los geht's. Wir sind immer noch im Wald, wo uns Kim und Sascha jetzt zeigen werden, wie man richtig bremst. Ja, also wie schon gesagt, korrektes Bremsen ist wichtig. In so einem steileren Stück hier versuche ich die Vorderradbremse nicht so hart zu benutzen. Aber wenn ich eine harte Bremse hinlegen möchte, wird die Vorderradbremse natürlich umso wichtiger. Kim demonstriert uns das jetzt auch nochmal. Dann wird man sehen, dass er die Vorderradbremse richtig hart benutzt, um möglichst viel Power in das Rad zu bekommen. Sein Körper streckt die Arme nach vorne, sodass er ordentlich Kraft auf den Lenker bekommt, um nicht nach vorne überzugehen. Und so können wir möglichst schnell und möglichst kontrolliert dann anhalten oder bremsen. Jungs, ihr seid spitze, ich bin begeistert. Kim, ich bin ja jetzt nicht so oft im Wald unterwegs. Kann ich da was mitnehmen für die Stadt, für die Straße? Also man hat das immer wieder, dass man Notbremssituationen auch in der Stadt hat, gerade in der Stadt, wo Fußgänger sind, wo Autofahrer einfach von der Seite kommen und einen nicht gesehen haben. Und dann kann das wirklich einem das Leben retten. Also übt das auf jeden Fall. Ja, tolle Übung insgesamt. Vielen Dank euch beiden schon mal. Sascha, hast du noch einen ultimativen Tipp so am Schluss für alle? Keine Ahnung, wir haben ja jetzt möglichst oder schon eine ganze Menge Übungen mit auf den Weg gegeben. Es gibt natürlich noch viel mehr, gar keine Frage. Aber man sollte halt einfach versuchen, immer wieder daran zu denken, sich immer wieder seine neuen Challenges suchen, auch wenn man einfach einen breiten Weg runterrollt. Das könnte auch eine Kurvenbahn sein, die man runterfährt. So kann man dann immer wieder Kurventechnik trainieren. Einfach Spaß haben, spielen und somit seine Fahrtechnik, sein Können verbessern. Genau, Kim, was meinst du? Training beim Coach Ja, macht das Sinn? ist natürlich ganz wichtig, wenn man auch das nächste Level will. Das geht viel, viel schneller. Der Coach sieht das von außen, der kann sofort Tipps geben, Korrekturen anbringen und ihr lernt einfach in einer viel höheren Geschwindigkeit. Das ist auch, dass ihr das richtig lernt. Und am Ende, es macht viel, viel mehr Spaß, auch in einer Gruppe, wo dann der eine das eine gut kann, der andere das andere gut. Und deswegen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr mal ein gutes Buch zum Thema lesen wollt, Sascha hat eins geschrieben, Mountainbike-Fahrtechnik. Wir verlosen heute 3 Exemplare. Was ihr machen müsst, um eines zu gewinnen, erfahrt ihr hier in der Videobeschreibung. Ja, viel Glück schon mal an dieser Stelle. Ja, vielen Dank euch beiden für die heutige Sendung. Echt, also mich persönlich hat es motiviert. Ich werde es einfach mal nachvollziehen. Nicht, wenn die Kamera läuft, so für mich. Ne? Ja, vielen Dank an euch auch, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr noch Fragen habt an unsere Experten, könnt ihr die gerne stellen, hier in YouTube bei den Kommentaren. Könnt uns aber auch eine Mail schreiben an info@bikeergonomics.com.
kommen. Ja, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Hoffentlich bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und bleibt uns treu.